Hallo Leute und herzlich willkommen zu Duelist Investment. Mein Name ist Alex und heute haben wir eine Kartenanalyse. Also für die, die es nicht wissen, bei einer Kartenanalyse werden wir uns eine bestimmte Karte näher unter die Lupe nehmen und ich werde euch mein gesamtes Wissen über die Karte mitteilen. Auf der einen Seite werde ich euch erklären, was die Karte so besonders macht und auf der anderen Seite werden wir uns mit den Zahlen und Fakten beschäftigen. Das Ganze machen wir, um die Frage beantworten zu können, hat die Karte Potenzial oder nicht. Ich würde mal sagen, dass ich euch die Karte präsentieren werde. Da haben wir sie. Trommelwirbel an. Es ist der geflügelte Drache von Ra auf Japanisch in Ghost Rare. Genauer gesagt im neuen Ghost Rare Stil. Okay, ich glaube, der geflügelte Drache von Ra, der hat einiges zu erzählen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Release an. Der geflügelte Drache von Ra ist in DP 24 erschienen. DP 24 steht für Duelists Pack Duelists of Gloom und wie ihr am Booster Pack erkennen könnt, gibt es Karten von Yami Marik. Yami Marik war der Bösewicht in der Battle City Saga. Und ja, es gab dann auch noch Karten von Esper Rober, das war derjenige, der Jinzo hatte, und von Aporia, glaube ich, heißt er. Das war irgendein 5Ds-Charakter. Auf jeden Fall, der geflügelte Drache von Ra in Ghost Rare war die seltenste und wertvollste Karte aus dem Duelist Pack. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es im Duelist Pack lediglich 5 Karten, also pro Booster Pack nur 5 Karten und davon kann eine selten sein oder nicht. Der geflügelte Drache von Ra war halt an der Spitze und jeder wollte die Karte gleich beim Release ziehen. Okay, also so viel zum Release. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt über auf die Seltenheitsstufe, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch verdutzt sind und sich denken, das ist doch gar keine Ghost Rare Karte. Ghost Rare Karten sehen ja normalerweise ganz anders aus und da habt ihr vollkommen recht, denn die Ghost Rare Karten, an die ihr gerade denkt, ist halt sowas. Wir haben hier das dunkle Magiermädchen aus DP23 und ja, das ist halt eine typische Ghost Rare Karte. Wenn man die Karte schräg hält, dann ist sie komplett silbern. Es ist sehr schwer zu erkennen, ob ein Monster überhaupt vorhanden ist und wenn man sie eben gegen das Licht hält, bekommt sie einen 3D-Effekt. Deswegen halt Ghost Rare, weil man halt gar nicht erkennt, ob ein Monster da ist und dann auf einmal ist er da. Und jetzt haben wir eben den geflügelten Drachen von Ra, der so komplett anders aussieht. Also wenn man die Karte ins Licht hält und so schwenkt, dann sieht man, dass die gesamte Kartenoberfläche glänzt. Und es erweckt ein bisschen den Eindruck, es würde die Karte komplett aus Glas bestehen. Wenn wir auf den Drachen selbst schauen, dann sehen wir, dass er aus riesengroßen Kristallen besteht. Und ja, das ist halt etwas ganz Besonderes, ganz Komisches, weil in Japan ist man von solchen Ghost Rare Karten, ich nenne die jetzt mal klassische Ghost Rare Karten, zu den neuen Ghost Rare Karten umgestiegen. Also das hier. Die Veröffentlichung von solchen Ghost Rare Karten führt zu mehreren Konsequenzen. Konsequenz Nummer 1 ist, dass sämtliche Ghost Rare Karten, also japanische klassische Ghost Rare Karten, sind jetzt auf einmal was ganz Besonderes, weil es zumindest jetzt so aussieht, dass sie nicht mehr produziert werden. Das heißt, dass, ja, wenn man halt solche Karten mag, dann sollte man sie schnell holen, weil ich glaube, viele haben halt ihr Auge drauf gerichtet. Auf jeden Fall, auf der einen Seite Konsequenz Nummer 1, Ghost Rare Karten, klassische sind halt jetzt was ganz noch Besonderes und die Leute werden sicherlich versuchen, die zu jagen. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass die Karte hier auch besonders ist, weil sie die allererste Karte ist, die im neuen Stil veröffentlicht wurde. Okay, jetzt haben wir mal über den Release geredet und die Seltenheitsstufe. Ich würde mal sagen, wir reden über das Monster selbst, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Wir haben hier den geflügelten Drachen von Ra. Und der geflügelte Drache von Ra ist eine von 3 Götterkarten, die es gibt. Und wie bereits erwähnt, hatte Yami Marik die Karte in seinem Besitz. Götterkarten werden im Yu-Gi-Oh! Anime als übermächtige Monster präsentiert.
Also im Anime ist es so, dass es Pegasus gibt und Pegasus hat halt sämtliche Yu-Gi-Oh! Karten erschaffen und er hat auch die drei Götterkarten erschaffen. Er hatte aber unglaubliche Angst vor ihrer Zerstörungspotenzial und deswegen hat er sie halt in seinem Schloss versteckt gehalten. Die Karten wurden dann geklaut von Yami Marik oder seinen, wie sagt man, Unterlangen, seinen Dienern so. Und ja, im Endeffekt, Yugi hat den Slifer bekommen, Obelisk hat der Kaiba bekommen und Yami Marik hatte die wohl mächtigste und stärkste Götterkarte, die es gibt, nämlich den geflügelten Drachen von Ra. Der Ra war halt deswegen so gefürchtet, weil er viele versteckte Effekte hatte im Anime. Und der war halt richtig mächtig, hatte halt viele krasse Effekte. Götterkarten zählen zu den nostalgischsten und ja, zu den höchsten Monster, die es in Yu-Gi-Oh! Gibt. Und das erkennt man auch vor allem an der Größe von einem Gott. Wenn das die Größe von Yugi ist, dann ist der dunkle Magier circa so groß, also ein wenig größer. Der weiße Drache ist dann schon ein gutes Stück größer. Und ein Obelisk, ein Slifer oder eben ein Ra ist halt mehr als das Doppelte groß. Und es war auch halt so, dass wenn ein Obelisk einen weißen Drachen gepuncht hat, dann ist der weiße Drache explodiert. So mächtig war der Obelisk. Also alleine von der Präsentation, wie ein Gott beschworen wurde, wie man über Götter geredet hat, das hatte schon was unglaublich Episches. Götterkarten zählen auch zu den nostalgischsten Monster, die es gibt. Also meistens ist es so, wenn ich mit Leuten rede, die halt früher Yu-Gi-Oh! Geschaut haben oder gespielt haben, die erinnern sich immer an die Götterkarten. Die kommen dann immer mit, oh mein Gott, Slifer, der war ja urmächtig, der sah ja urcool aus im Anime. Das ist halt eine der Karten, die halt jeder kennt. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Das ist halt, die Karten haben halt wirklich Legendenstatus. Das ist halt richtig besonders. Was man auch sagen kann ist, was mir aufgefallen ist, dass jede Götterkarte hat seinen Platz im Spiel. Und Götterkarten kann man immer ganz gut verkaufen. Unabhängig davon, ob es sehr seltene Götterkarten sind oder ob es welche sind, die man in ganz normalen Promo-Packs oder irgendwo halt bekommen kann. Und ich glaube, die Nachfrage ist halt immer sehr groß. Leute möchten halt einfach die Karten aus ihrer Kindheit haben. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen rüber auf die Zahlen und Fakten. Was haben wir da? Ich habe für meinen geflügelten Drachen von Ra habe ich 119,99 US-Dollar ausgegeben. Man kann die Karte heute auf eBay kaufen zwischen 90 Dollar und 110 Dollar. Also wenn man das ganz genau nimmt, habe ich einen kleinen Verlust gemacht, also von 120 Dollar auf 100 Dollar sagen wir mal. Warum ist das so? Naja, das ist relativ einfach zu erklären. Der geflügelte Drache von Ra aus DP24 ist einer der aktuellsten Karten, die es auf dem Markt gibt. DP24 ist Ende Mai 2020 erschienen. Das ist halt 2 Monate her, circa 2 Monate her. Und wenn man auf eBay geht, da findet man unzählige Angebote von dem Ra. Ich habe natürlich auch geschaut, wie viele PSA 10er es von der Karte gibt. Und naja, es war nichts anderes zu erwarten. Es gibt ganz genau keine einzige geflügelte Drache von Ra wurde bei PSA gegradet. Einfach aus dem Grund, weil sie eben brandneu ist. Und ich nehme an, dass viele Karten sind bei PSA gerade und die werden jetzt in den nächsten Wochen gegradet. Aber momentan gibt es 0 PSA 10er, 0 PSA 9er und ja. Was kann man noch so? Ich wollte irgendetwas sagen, was ich vergessen habe. Also, wie wir gesagt haben, die Karte ist brandaktuell und die Angebote überhäufen halt sich auf dem Markt und das führt auch dazu, dass die Preise billiger sind, also billiger werden. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sobald die Produktion aufhört von DP24 und dann Leute weiterhin Götterkarten kaufen werden, also den Ra, dann wird es immer weniger Exemplare geben und das wird dann dazu führen, dass die Karte auch immer teurer wird. Obwohl ich jetzt momentan bei einem minimalen Verlust stehe, also Verlust in Höhe von 20, 30 Dollar, bin ich sehr zuversichtlich, dass die Karte innerhalb von einem halben Jahr oder so im Wert steigen wird. Ja, also hat die Karte Potenzial. Ich bin definitiv der Ansicht, dass die Karte Potenzial hat. Götterkarten, die sehr selten sind, sehr wertvoll sind, die sind immer begehrt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in einigen Monaten sich
der Preis ändern wird. Ich werde dann wahrscheinlich auch ein Update-Video machen, wo ich dann noch genauer auf die Karte eingehe, also auf die Preisentwicklung. Also, Fazit, ja, die Karte hat definitiv Potenzial. Wenn ihr sie cool findet, dann würde ich euch empfehlen, sie zu holen. Falls nicht, dann ist es auch cool. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns dann. Peace.